Do you speak English? Sure, what do you need? Okay, just a question. Do you know what is a chemtrail? The what? A chemtrail. I do know what a chemtrail is. Yeah. In einer Zeit universeller Täuschung ist das Erzählen der Wahrheit ein revolutionärer Akt. Ein altes Zitat von George Orwell, alt, aber sicherlich nicht inaktuell, ganz im Gegenteil. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Runde, einem neuen Gespräch beim Alpenparlament. Wir reden heute über etwas, was es, wenn man dem Mainstream glaubt, überhaupt nicht gibt. Da ruft mich eine Filmemacherin an und die sagt, Mensch, die fliegen wieder über Berlin rum. Chemtrails. Das sind nicht Chemtrails, gute Frau, das nennt sich Geoengineering und wenn man das googelt, wird man bei der Bundeswehr fündig im Internet. Ah, wir geben also zu, dass wir diesen Dreck können. Die deutsche Bundesregierung informiert jetzt offiziell im Internet über sogenannte Chemtrails. Seit etwa 20 Jahren vermuten Beobachter, dass das auch als Climate Engineering bezeichnete Verfahren regelmäßig angewandt wird. Das wurde aber immer wieder bestritten. Auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird Climate Engineering nun als unschädliches Mittel gegen die Klimaveränderung angepriesen. Man wolle die Sonneneinstrahlung reduzieren oder CO2 aus der Atmosphäre entfernen, um die Erderwärmung zu bremsen. Wissenschaftler befürchten, die durch Chemtrails weltweit verstreuten Chemikalien könnten zu schweren Krankheiten beim Menschen führen, so zum Beispiel zum Grauen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter-Extra über Chemtrails. Immer ein bisschen problematisch, über etwas zu sprechen, was es gar nicht gibt. Welcome to Climate Engineering. Let's manage the climate on a large scale and with surgical precision. Aber weil es doch ein paar eigentlich nicht ernstzunehmende, aber es wirkt so, als ob das ein ernstzunehmendes Thema sei, doch noch mal ein paar Worte darüber verloren. Das Ganze kristallisiert sich Our next speaker is Dr. Rosalind Peterson. She's the California president and co-founder of the Agriculture Defense Coalition, formed in 2006 to protect agricultural crop production from uncontrolled experimental weather modification programs. Good afternoon, ladies and gentlemen, Mr. Chairman. It is a pleasure to be here to speak with all of you today. But some of what we are seeing is man-made, but man-made in a different way than you may guess. Weather modification programs, experimental ones done by private companies, done by the United States government, done by states across the United States, and there are programs around the world, international corporations are modifying our weather all the time, and they're modifying it in ways that cover thousands and thousands of square miles. Most of it is chemically or chemicals coming from airplanes that change and modify our weather. But there's beginning to be more and more seen across the United States and elsewhere where aluminum, trimethyl aluminum experiments to make clouds are beginning to impact us. Our drinking water is impacted because the chemicals are now beginning to show up in our drinking water. In California, the State Department of Health drinking water tests were examined between 1970 and this year, and we found unusual spiking in barium, aluminum, strontium, magnesium, calcium, manganese, and all of these spiked at the same time. And it's time that we look at what's happening in our skies and say we don't need to add any more chemicals, we are doing enough. And what these experiments in our skies are doing with atmospheric heating and testing, we don't know, but the chemicals are showing up in our drinking water. And I want to thank you once again for listening to what I had to say. Eine frei erfundene Angelegenheit sind von gelangweilten Verschwörungstheoretikern, die Menschen unglücklicherweise Angst machen. Sie müssen keine Angst haben. Und insofern bin ich sehr froh, dass Sie heute hier sind und sich mit diesen Auswirkungen, den Folgen von Geoengineering, mit Geoclimating und dem Versprechen, dass man damit die Klimaerwärmung in den Griff bekommt, dass man die CO2-Konzentration absenken könnte oder dass man die Versäuerung der Meere aufhalten könnte.
und gleichzeitig natürlich militärisch interessiert ist an dieser Technologie, dass man sich damit beschäftigt. Dass dieses Experiment, was ja bereits gestartet worden ist, es ist ja nicht nur, dass wir hier über Forschung reden, sondern hier wird bereits ja angewendet, hier wird ja bereits ein Himmel in einer gewissen Weise bearbeitet. Es gibt eine Bürgerinitiative, die heißt Sauberer Himmel, die sich darum kümmert. Also die Wichtigkeit der Zivilgesellschaft, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, das ist uns sehr wichtig und das ist uns ein großes Anliegen. Es ist in Westeuropa vielleicht noch etwas ausgeprägter, diese Zivilgesellschaft. Deswegen haben wir zivilgesellschaftliche Foren gegründet. Wichtig wäre den Anfängen, dass kleine, durchgeknallte Gruppen von Nazis andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Wenn wir wissen, dass die Faktenlage unbezweifelbar ist, und seit einer sehr verdiensten Anhörung in Shasta County in Kalifornien, in den USA im letzten Jahr, im letzten Spätsommer. Today, the Shasta County Board of Supervisors has been the beneficiary of some sincere, passionate, and knowledgeable comments. And I thank you for those. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. Many times I've spoken about chemtrails, and I get this blank look on my face. What are you talking about? That's how crazy it is to think that what we're looking in the sky is actually condensation trail. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal. It's got to be some outside influence doing that. Thank you. You know, these tests are international in scope. We're seeing this all over the world, guys. Board of Supervisors in Suffolk County, New York, they outlawed geochemical engineering. Hawaii passed an ordinance prohibiting geochemical engineering. I became interested in chemtrails about 8 years ago when I was in Hawaii. And the Hawaiians are really being very vocal about it. We have clouds in the sky we've never seen before. Almost every day I'm seeing clouds I've never seen before. The metal compounds that are being used are environmentally dangerous. We need to be monitoring them. We need to be testing them. I asked them, what are they doing, spraying these chemicals on the public? They wrote back, they said they don't know what I'm talking about. We have enough evidence that there's a spraying going all over the place. Ex-Offizielle der amerikanischen Institutionen auspacken, was das macht. Im Prinzip lässt sich doch sagen, es ist erwiesen, es ist erwiesen, es ist erwiesen. Keiner muss schüchtern sein. Es gibt über 70 kleine, mittlere und ausführliche hochwissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Und sind Chemtrails eine Verschwörungstheorie? Bitte was? Chemtrails. Ehrlich gesagt, ich glaube ja. Du kannst jetzt als Umweltministerin mal den Leuten sagen, dass das Blödsinn ist. Oder halt nicht. Ja, natürlich ist es absoluter Blödsinn. Also ich bin Fatima Baumgartner. Wir kommen alle aus Basel und wir gehen in Münchenstein in die Schule und machen die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. Das ist eine 3-jährige Lehre. Und wir haben als Abschluss zu der Lehrabschlussprüfung eine Arbeit müssen verfassen und die haben wir zusammen dann als Gruppe über Wettermanipulation verfasst. In dieser Arbeit hat er unter anderem Wasserproben genommen von verschiedenen Orten in Basel. Also wir sprechen hier von einem Messwert von 8 Mikrogramm pro Liter Barium und 14 Mikrogramm pro Liter Aluminium, das ihr nachweislich festgestellt habt, in diesen Messungen. Fatima, könntest du uns bitte schnell noch etwas erklären? Ihr habt die Ergebnisse, also die Proben von einem Institut untersuchen. Genau, ja. Und wie ist das genau gegangen, der Ablauf, die Untersuchung bei diesem Institut? Also wir haben dort angefragt, ob es möglich wäre, dass wir auf die 2 Stoffe testen könnten. Sie haben dann auch gefragt, wieso die 2 Stoffe, das sei kein Standardverfahren. Und haben dann auch wie Grenzwert müssen ermitteln, dass man sagen kann, es ist zu hoch oder zu niedrig. Und wir sind dann dort angegangen als Schulklasse für ein Schulprojekt und haben dann eben die Analyse durchführen. Und die haben uns klar gesagt,
Wert wird nicht nachweisbar sein, also dass es 0,0 heisst, dass der Wert so klein ist, dass es gar nicht aufgeführt ist. Und schlussendlich sind es eben doch höhere Ergebnisse gewesen. Und aufgrund dessen haben sie uns dann nachher gesagt, ja, sie wollen nicht, dass wir ihren Namen in der Vertiefungsarbeit nennen. Genau. Und nachdem sie das Institut festgestellt hat, da hat es Werte drin, die sie nicht erwartet haben sie gesagt, sie dürften den Namen nicht nennen von dem Institut. Ja, genau. Und das ist wirklich ein schweizerisches anerkanntes Labor. Also es ist nicht irgendein Labor, wo man anschreiben kann für private Sachen, das ist wirklich anerkannt, ja. Was da erzählt wird, dass jetzt irgendwie Gift versprüht würde oder dass jetzt damit das Klima verändert werden könnte, das ist nicht wahr. Or chemicals coming from airplanes that change and modify our weather. That the skies that we're seeing are not normal cloud formations. These are man-made. Gestern oder von gestern. Unglaublich. Fotos von Chemtrails. Alles voll. Mein Gott, wie viele verschrobene Menschen gibt es doch. Aber kannst du kurz erklären, was das dann da ist, wenn es keine Chemtrails sind? Kondensstreifen. Ja, das sind die Kondensstreifen von Flugzeugen, ja klar. Da wird ja dann gesagt, die Flugzeuge sprühen da das über uns aus, damit wir beeinflusst werden. Du kannst jetzt definitiv sagen, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Or chemicals coming from airplanes that change and modify our weather. About this phenomena of chemtrails. And 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Die Nazis haben sich gesagt, hey, das ist eine gute Idee, damit kann ich mit meinen Quatschideen noch ein bisschen andere Leute erreichen. This is another type of man-made cloud, and what we have done and what you're seeing here is we have the photographs from the times that the jet leaves the first trail as a thin, spindly trail to where they form into these different types of cloud formations. All of you can start looking up and seeing this. What happens is that there are experiments, and there's a color, you can see some color in this photograph. And part of what we're doing also is we're sending up canisters. The United States government, NASA, the U.S. Air Force, is sending up canisters into the atmosphere filled with chemicals to modify and experiment with our ionosphere. And when we modify and experiment with our ionosphere up here, we create experiments which they can see through these persistent jet contrails as they stay in the sky for long periods of time, and they can watch the experiments. The type of chemicals they are using are aluminum, barium, strontium. Und auch die Kondensstreifen waren schon immer so, dass the American government has created weather tampering techniques so that the New World Order will be able to starve millions of Americans and to control the rest. Would you explain what you were trying to say? Well, what I was trying to say is exactly what I said. There is weather control techniques. We have a complete package on that. Also, diesen ganzen Verschwörungstheorien, wie Menschen im 21. Jahrhundert, die wirklich alle Formen von seriöser Information haben können, wie die diesen ganzen Verschwörungstheorien aufsitzen können, das ist mir völlig unverständlich. It's getting too warm? Then let's dim the sun. Sunglasses for the Earth have an immediate effect. Cool! We can, for example, inject sulfur particles into the upper atmosphere to reflect sunlight. Wichtig, dass man sagt, dass es A, keine Chemtrails gibt, dass B, etwa 80% der Leute, die daran glauben, Nazis sind und dass es C, eben wichtig ist, an diesen Schwachsinn nicht zu glauben. Wir werden nicht vergiftet und auch nicht aus Flugzeugen raus. Und tschüss. What's up behind you? I see what you call death dumps. Poison being dropped on the American people. Condensation normally comes from airplanes and it dissipates because it's moisture. This does not dissipate. This is killing us. This, ladies and gentlemen, is poison. Poison being dropped on us. Nobody's doing anything about it. Congress is not doing anything about it. But this is being dropped on them and their children and their grandchildren. How many times must a fella look up, unable to see a clear sky?
How many chemtrails will people endure before we acknowledge the lie?